Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, ein Allerheiligen-Gesteck für ein Urnengrab zu erstellen. Ja, und als Basisgrün werde ich Stacheldrahtpflanze und diese Winterheide verwenden. Ihr könnt natürlich auch eine andere Heide dafür nehmen. Als Aufbau für mein Gesteck werde ich jetzt gleich diese Nasssteckschaummasse verwenden. Ja, und meinen Steckschaum, den hatte ich jetzt in etwa eine Stunde im Wasser liegen, damit er sich halt auch schön mit Wasser vollsaugen kann. Ja, den hatte ich mal in irgendeinem vorherigen Projekt bereits zurechtgeschnitten. Ansonsten verwende ich zum Schneiden des Steckschaums immer am liebsten ein altes Brotmesser. So, und in meinem Fall hat er jetzt eine Größe von 10 cm mal 11 cm. Und die Höhe beträgt jetzt 4 cm. Was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist jetzt auch vollkommen Wurst, ob der jetzt hier so abgerundet ist an den Ecken oder ob es ein Viereck ist oder halt komplett rund, der Steckschaum. Das Handtuch habe ich jetzt deshalb darunter liegen, ja, damit mein Arbeitstisch nicht eingesaut wird. Und dann kommt jetzt hier ein kleiner Untersetzer hinzu. Den Untersetzer, den könnt ihr später auch weglassen, aber man will das Ganze ja auch mal transportieren. Und dann ja, wäre das Auto auch ein bisschen nass durch diesen Nasssteckschaum. Nasssteckschaummasse, boah, was ein Wort. Irgendwie habe ich hier gerade einen Frosch im Hals. So, ich habe mir auch gedacht, ich werde ein Grablicht mit einarbeiten. Man kann das Grablicht auch befestigen an dem Steckschaum, werde ich allerdings nicht machen, weil ich möchte mein Grablicht auch austauschen können. Ne? Sonst ist das immer so ein bisschen frickelig. Man könnte jetzt zum Beispiel mit der Heißklebepistole etwas Draht hier an der Kerze befestigen, zack, hineinstecken. Und ja, ich werde jetzt mal meine Stacheldrahtpflanze schneiden. Ich schneide jetzt auch ganz weit unten ab. Ich mache aber erstmal nur die Hälfte der Pflanze. Mal gucken, wie viel ich überhaupt benötigen werde. Aber ich denke, die komplette Stacheldrahtpflanze. Mal gucken. Wenn man jetzt nicht alles brauchen sollte, dann kann man die auch ja, beiseite stellen und für andere Projekte aufheben. So, dann habe ich hier Winterheide. Die stammt aus meinem Garten. Die sieht so richtig schön knorrig aus. Und warum ist da Stacheldrahtpflanze mit drin? Keine Ahnung. Ne, die ist so richtig schön knorrig. Jetzt nehme ich mir noch Krampen hinzu. Habe ich nämlich vergessen, mir jetzt schon hinzustellen. Einige kennen die auch unter dem Begriff U-Haken. So sehen die aus. Oder Haften, ne? So kann man die auch nennen. Stacheldrahtpflanze, komm mal bitte her. Ja, ich mache es mal besser so. Ich hole mir auch noch nachher andere Sachen zum Dekorieren hinzu. Da wird jetzt nicht nur die Winterheide und die Stacheldrahtpflanze eingearbeitet werden. Jetzt mache ich mir hier so einen kleinen Knuddel mal raus. Lege mir das hier mal an. Wobei, was man auch machen könnte, ich war jetzt schon einen Schritt zu weit. Ihr könnt hier auch erst in den Nasssteckschaum hineinstecken. Dann bleibt sie letzten Endes auch länger frisch. Oder ja, man befestigt die direkt mit diesen Krampen und steckt die nicht in den Nasssteckschaum. Es gibt auch noch Trockensteckschaum. Der ist so gräulich. Zerbröselt aber etwas leichter als dieser Nasssteckschaum. Ja, einfach hier so ganz entspannt hineinstecken. Und dann könnt ihr mal eine Krampe zur Hilfe nehmen, damit das Ganze hier nachher auch anliegender wird. Ich werde aber jetzt erstmal hier einmal drumherum mit der Stacheldrahtpflanze arbeiten. Und dann kommt als nächstes die Winterheide hinzu. Nun folgt meine Winterheide und auch die wird in den Steckschaum hineingesteckt werden. Was ich euch noch sagen wollte, ich habe die Materialien alle so etwas schräg in den Steckschaum hineingesteckt werden, weil das soll ja nachher auch noch anliegender gemacht werden mit Hilfe der Krampen. Die Heide, die könnt ihr da jetzt so kreuz und quer einarbeiten. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, einfach so nach Gefühl einarbeiten oder hineinstecken. Stellenweise muss ich meine allerdings auch noch zurecht schneiden und auch etwas auseinanderfriemeln, weil so wird das Ganze jetzt noch ein bisschen zu abstehen für ein Urnengrab. Das wird da dann nicht wirklich draufpassen. Das soll ja auch noch etwas kleiner werden. Aber ich denke, ich werde da auch ordentlich Heide mit einarbeiten. Ich finde die so richtig schön. Einfach dieses knorrige. Die sieht auch toll aus im Garten. War mal eine ganz, ganz kleine Pflanze. Und die Winterheide, die ist auch winterfest. Ne? Da braucht ihr euch überhaupt keinen Kopf machen. Vielleicht lege ich auch irgendwann mal ein Beet als Heidegarten an. Mal gucken. Ja, und jetzt wird mein Grün mit den Krampen befestigt werden. Das soll ja nicht so abstehend bleiben. Ihr könnt dann aber auch immer noch Grün im Nachhinein einarbeiten. Ne? Dann auch wieder einfach in den Steckschaum hineinstecken und mit einer Krampe befestigen. Zack,
hineinstecken. Hier mal so etwas schon mal drumherum. Aber die Winterheide, die ist echt cool. Ich mag die total gerne. Einfach hier so dran machen, ne? Wie ihr das für richtig haltet. Für meine Zwecke ist das hier noch zu sehr am Abstehen und von daher wird das Ganze jetzt noch mit Bindedraht umwickelt werden. Die Farbe eures Drahtes bleibt jetzt jedem selbst überlassen. So, jetzt habe ich hier eine Krampe am Start. Lass mal ein gutes Stück von meinem Bindedraht hinausschauen. Dann kann ich das nämlich nachher da einfach dran verwursteln oder verfriemeln, wie auch immer. Und wie gesagt, umwickle das Ganze jetzt nochmal. Ich ziehe das auch ordentlich stramm. Ja, und mal gucken, wie oft ich da jetzt drumherum wickeln werde. Ich denke mal so 4 bis 5 Mal mit Sicherheit. Meinen Draht schneide ich jetzt ab und verwebe den mit dem Anfang des Drahtes. Ich habe das Ganze auch ordentlich stramm gezogen. Natürlich nicht so stramm, dass der Draht wieder hinausflutscht, also am Anfang. Ja, und die beiden Drahtenden stecke ich ganz entspannt in meinen Steckschaum hinein. Ach, jetzt sich eine kleine Krampe gelöst. Ich hatte vorhin keine Krampen mehr. Ich musste mir erst wieder welche hinzuholen. Ja, und ihr könnt jetzt immer noch nachträglich grün einarbeiten, ne? Ja, so ist das auf jeden Fall schon mal besser. Das hat jetzt einen Durchmesser von, ja, ich bin mal gespannt. Ja, sagen wir mal so grob 20 cm. Mal eben schauen. Ja, so 20 bis 21 cm. Man kann es ja noch mehr andrücken. Aber für das Urnengrab in meinem, das Urnengrab, was das jetzt in meinem Fall bekommen wird, also dafür ist das okay, ne? Die Grabplatte, das ist so ein Rasengrab. Ich würde sagen, die hat so eine Breite, dann so. Ja, das passt da dicker auf jeden Fall drauf. Wenn bei euch auch Krampen hinausflutschen sollten, einfach rausnehmen, ne? Da ist ja jetzt der Draht drumherum. Aber ist jetzt auch das erste Mal für mich auch, dass ich ein Gesteck auf diese Art und Weise erstellt habe. Kann ich ja mal ruhig zugeben an dieser Stelle. Ja, jetzt kommt wieder ein etwas friemeliger Teil. Die Verstorbene, die mochte auch gerne so, ich sag mal so pastellige Töne, so natürlichere Töne. Die mag jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, knallpink, knalllila, ne? Alles so ein bisschen dezenter. Ich habe hier Steckdraht. Ich möchte das jetzt hier gerne dran befestigen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das mit der Heißklebepistole machen werde oder ob ich mir jetzt hier einfach mal Steckdraht drumherum wickeln werde. Ich glaube, ich mache das mit dem Steckdraht. Dann kann man das ja im Laufe der Zeit einfach wieder hinausnehmen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel Steckdraht verschwenden. Ihr könnt es ja schon sehen. Ich wickel den jetzt hier so drumherum. Oder ihr nehmt eine Heißklebepistole. Mal schauen, ob das nicht vielleicht etwas zu groß ist. Ich breche mal noch ein bisschen was ab. So. Dann auch hineinstecken. Oder auch nicht. In meinem Fall will das jetzt gerade nicht so, wie ich möchte. Hallo? Gehst du wohl da? Das gibt's ja nicht. Wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet. Irgendwie ich habe einen Fehler gemacht. Das steht hier zu sehr ab. So geht das doch besser. Jetzt aber. Ja, jetzt geht's. Zack. Ach, ich mache das jetzt einfach mal mit dem Steckschaum. Mit dem Draht. Ich habe mir jetzt noch ein paar Materialien zum weiteren Dekorieren hinzugeholt. Und zwar Mädchenkiefer, Strandflieder, wilde Möhren und eventuell werde ich auch noch diese Zapfen mit einarbeiten. Das sind einmal Tannenzapfen und Zapfen einer Schwarzkiefer. Die stammen teilweise noch aus dem letzten Jahr. Hier ist nämlich noch etwas Heißkleber dran. Und hier bei der Tannenzapfen-Version ist hier noch etwas Draht vorhanden. Aber ich denke, ich werde die Heißklebepistole nachher nicht gebrauchen. Ja, und die Materialien, also die drei hier, werden jetzt weiter in den Steckschaum hineingesteckt werden. Irgendwann im Laufe des Erstellens hatte ich auch schon meine Kerze platziert, ja, damit ich nachher genau weiß, wo sie halt stehen wird. Und ich möchte die jetzt hier so ein bisschen umranden, meine Kerze. Easy peasy, zack. Dann habe ich hier noch diesen Ast übrig behalten. Der wird dann aber auch nur so draufgelegt werden, ne? Den werde ich nicht mehr mit der Heißklebepistole oder mit Draht befestigen.
wenn er überhaupt hinzukommen wird, weiß ich noch nicht. Und dann werde ich das Ganze jetzt mal wieder für euch etwas beschleunigen, weil hier oben kann man ja auch noch ein wenig von dem Steckschaum sehen oder von der Steckschaummasse. Ne? Einfach so nach Gefühl einarbeiten. Den Strandflieder muss ich mir auch noch stellenweise einkürzen. Das hier hatte ich irgendwann mal schon mal eingekürzt. Den hatte ich jetzt hier auch schon etliche Wochen in meiner Werkstatt liegen. Der ist jetzt mittlerweile schon ein wenig eingetrocknet, ist aber jetzt für dieses Gesteck überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt aber auch, frischen Strandflieder dafür verwenden. Ne? Und mit dem Strandflieder werde ich hier auch am seitlichen Bereich einarbeiten. Die wilde Möhre und die Mädchenkiefer, die werden mehr so hier am oberen Bereich nur noch eingearbeitet werden. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr die Zapfen ohne Heißklebepistole befestigen könnt. Das hier ist wieder mein Steckdraht. Der hat jetzt in meinem Fall im Übrigen eine Stärke von 1,4 mm. So, Zapfen ist hier am Start, einer der Schwarzkiefer. Ich gehe jetzt hier dazwischen entlang und lege meinen Draht da so drumherum. Ja, einmal hier unten komplett entlang. Jetzt verwebe ich das hier miteinander. Ne, überleg mir, wie lange will ich das hinausschauen lassen. Alte Drahtschere. Ja, mal eben schauen. Ja doch, die Länge ist okay. Bieg mir das nach unten hin weg. Und dann kann man das hier einfach, obwohl, da wollte ich die Tannenzapfen haben. Moment. Kann man das hier einfach auch hineinstecken. Ne? Oder ihr nehmt halt eine Heißklebepistole. Das mache ich auch bei den Tannenzapfen so. Steckdraht. Wieder etwas hier hinausschauen lassen. Und hier unten entlang friemeln. Ne, unter diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Schuppen. Tannenzapfenschuppen, gibt es das? Auch wieder verweben oder verfrickeln. Nach unten hin wegknicken. Dich wollten mal hier, oder ich wollte dich gerne hier. Die Kerze nehme ich auch jetzt mal nicht mehr hinaus, wegen dem Stecken der Tannenzapfen. Aber ihr könnt ja dann easy einfach austauschen. Hat dann halt den Vorteil, ne, wenn man nicht die Kerze nochmal extra befestigt. So, nochmal Steckdraht. Mein kleines Allerheiligen Urnengrabgesteck habe ich jetzt soweit fertig. Noch mehr werde ich daran jetzt nicht dekorieren. Ja, und in meinem Fall hat das jetzt einen Außendurchmesser von in etwa, sagen wir mal, 22 cm. In der Vergangenheit bin ich mal des Öfteren gefragt worden, ja, mit welcher Schere ich denn immer arbeite. Die Verlinkung zu der Schere findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und in der Videobeschreibung findet ihr auch nochmal die ganzen benötigten Materialien für dieses kleine Grabgesteck. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.